Hi Leute, willkommen bei Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Heute geht es mal wieder um eine Reparaturarbeit. Ich habe von einem Freund von mir, dem Ole Björn, habe ich seinen Katzbalger zugeschickt gekriegt. Mit der Bitte, sich das Ding mal anzugucken. Das Ding ist jetzt vor ein paar Tagen angekommen. Habe jetzt endlich auch mal geschafft, das Teil aus dem Karton zu holen. Naja, Schwertscheide tun wir mal auf Seite. Die brauchen wir nicht. Ja, ne? Das Ding ist so ziemlich durch. Parieren muss man neu. Griff. Naja, kein Gewicht. Das Ding, das wiegt überhaupt nichts. Knauf ist auch durch. Naja, Klinge. Die werden wir direkt in einem auch noch mit abziehen. Und dann schauen wir mal. So, dann werden wir mal nach dem Projekt jetzt wieder mal was Neues an Reparaturen angehen. Ich hoffe, das Thema gefällt euch, was man aus so einem alten Ding noch machen kann. Also bleibt dran, vielleicht könnt ihr noch das ein oder andere lernen oder ein paar Tipps und Tricks für eure Sachen mitnehmen. Likes und Abos, gern gesehen, ne? Kommentare auch. Und wenn ihr selber mal irgendwas habt, was vielleicht repariert werden müsste, könnt ihr mir gerne mal zuschicken, dann mache ich euch auch ein Video dazu. Dann könnt ihr dann sehen, wie man sowas macht, wenn es denn noch zu retten ist. Leider geht nicht mehr alles zu retten, aber was geht. Mal schauen, was wir aus dem Katzbalger noch rausholen können wieder, ne? Also bleibt dran. So Leute, dann fangen wir mal an. Wir schneiden am besten erstmal alles hier runter. Bis auf die Klinge. Das kann alles in die Tonne. Vorgaben habe ich groß keine gekriegt bei der Restauration von dem Ding, außer dass die Klinge halt, wenn es geht, erhalten bleiben soll. Und der Knauf, naja gut, wieder der übliche Katzbalger, so mit gedrehtem Metall. Und halt, dass der Knauf, wenn es geht, so ein bisschen Warhammer-Stil sein soll, weil der spielt ein Imperiums, Söldner, Knecht, wie auch immer. Da muss ich jetzt gucken, ob wir da irgendwas Hübsches draus gemacht kriegen. So. Mal schauen. Hätte vielleicht hier oben anfangen sollen, dann hätte das Leder vielleicht schon runter. Naja, gut. So, was haben wir denn hier? Kordel haben wir da drum. Okay. So. Knauf, den schneiden wir auch direkt runter. Die Arbeit, das abzuziehen, die machen wir uns ja nicht erst. So, dann haben wir das Gröbste schon mal runter. Den Griff, den können wir eigentlich erstmal lassen. Obwohl wir da ja eigentlich noch Beleiband dran machen wollen. Hm. Ich glaube, den machen wir direkt auch noch ab. Wir machen den komplett neu. So Leute, dann fangen wir mal an, das Ganze abzuziehen. Ne? Immer irgendwo eine Seite suchen und dann hoffen, dass das vernünftig von der Dicke drauf ist, damit er das auch vernünftig runterkriegt. So, dann immer so ein bisschen wieder einschneiden und dann wieder. Manchen Stellen reißt es doch schon mal, das ist aber nicht so schlimm. Hauptsache es geht vernünftig runter. Also bis jetzt, so wie das jetzt geht, ist das schon mal okay. Ihr könnt dann natürlich auch in größeren Stücken runter, aber das würde ich euch nicht unbedingt so raten. Vor allen Dingen, wenn Aufbauten oder irgendwas drauf sind. Die reißt man sich auch so schon schnell genug runter. Aber wie gesagt, das hängt halt immer auch davon ab, wie dick das Latex drauf ist, wie gut man das Ganze halt abziehen kann. Und vor allen Dingen ist dann immer interessant, wie der Schaumstoff drunter noch ist.
Weil manchmal sieht man gar nicht, wie zerhauen der Schaumstoff drunter schon ist. Immer schon mal ein Stück wieder abschneiden. Ups. Wo ihr immer aufpassen müsst, ist hier an den Flanken, wo die Klebekanten sind. Je nachdem, wie das geklebt ist das schon mal oder verarbeitet. Da kann das schon mal sein, dass der Latex dann in den Kanten drin ist. Oder wenn das schon aufgegangen ist, dann reißt euch den ganzen Schaumstoff da an der Kante kaputt. Da müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. So Leute, das Latex haben wir runter. Die Klinge, naja, die geht eigentlich noch. So ein paar Stellen hier ein bisschen was und da. Ich werde mal komplett über das ganze Ding mal drüber schleifen. Dann wird das Ganze wieder neu geglättet. Dann werden wir den Griff neu aufbauen. Dann kommt hinten, weiß nicht, so ein Warhammer-Kreuz, macht sich bestimmt gut. Dann Parier kommt wieder dran, mit so verdrehtem Metall, 2 Bügel wieder, wie es sich für einen Katzball gehört. Und natürlich diesmal an den Griff statt das hier kommt dann Bleiband, damit das Ding auch ein bisschen Gewicht kriegt. Und dann machen wir das Ganze wieder hübsch. Wie gesagt, man muss erstmal gucken, wenn man das Ganze abmacht, wie die Basis runter noch ist. Aber die Verklebung, die sieht noch gut aus. Ist schon ein bisschen älter. Das sieht man, dass das schon was anfängt bräunlicher zu werden. Das kann sein, dass das dann irgendwann mal ganz auseinanderfällt. Aber ich glaube, das Teil hat noch ein bisschen Zeit. Da kann man noch ein bisschen was draus machen. Das könnte noch ein paar Saisonen halten, wenn man vernünftig mit umgeht. So, dann werde ich das Ganze jetzt mal schleifen, glätten. Hier kommt dann auch noch der Rest Kleber runter, damit der neue anschließend gut drauf hält. Ja, und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Also bis später. So Leute, ich habe ein paar Sachen vorbereitet. Und zwar, das Ding soll ja ein bisschen so Warhammer-mäßig werden. Da habe ich mir einfach mal eine Schablone gemacht aus Pappe von so einem Kreuz. Habe das Ganze erstmal auf eine 10er Matte aufgekrakelt, anschließend auf 2 6er. Dann habe ich mir für den Katzbalger aus halt einer Matte, so kernstabmäßig, ne? Wie gesagt, die Dinger immer aufbewahren, die sind immer gut. Habe ich dann ein bisschen verdreht. Da habe ich ja schon mal ein Video zu gemacht bei meinen Tipps und Tricks. Das kriegt dann hier diesen Katzbalger, dieses verdrehte. Und dann fangen wir mal an und kleben das Ganze hier mal ein. Dann gucken wir mal. Ich habe hier schon den Kernstab ein bisschen was ausgeschnitten für. So, machen wir eine Linie. Dann weiß ich, wie weit ich kleben muss. Das Ganze machen wir jetzt mit Heißkleber. Das ist jetzt nur für den Griff, beziehungsweise den Knauf. Wenn wir das Ganze damit machen. So. So, das lassen wir jetzt ein bisschen abkühlen. Dann habe ich jetzt mir hier ein paar Stücken gemacht. Die sind natürlich ein bisschen länger, wie sie sein sollen. Der Griff, der war vorher auch relativ schmal, also relativ gut griffig, auch für kleine Hände. Also werden wir das diesmal auch wieder so machen. Vielleicht ein bisschen anders von der Form, aber relativ schmal wieder. Dann gehen wir wieder hin, kleben auf beiden Seiten die Mattenstücke an. Dann machen die Dinger hier so einmal ein bisschen drunter. Dann braucht ihr quasi nur noch von oben einen Schnitt zu machen. Ja. Also, so. So. Und wie ihr seht, schon passt das. Ja? Wird das Ganze noch festgeklebt. Wie gesagt, das ist alles kein Hexenwerk. Man weiß ein bisschen, wie es geht und ein bisschen dabei überlegt. Gut, überlegt ich auch nicht immer so viel dabei, aber meistens brauche ich doch nicht, weil ich schon so oft gemacht habe.
So. Schauen wir mal. Das Ganze noch ein bisschen verkleben. So. Gucken wir mal. Kugelschreiber. Mine. So. Dann machen wir hier noch so ein bisschen. Mal gucken, wie weit das hier geht. Ja. Könnte ein bisschen eng werden von den Dingern zum Ausschneiden, aber egal. So. So. Kleben wir noch den Spitzenschutz ein. Ja. Ups. Andere Seite auch. So. Ja. Fäden von dem Zeug. So. Dann gehen wir hin. Jetzt muss ich gucken. Das waren die Teile. Die wird schmaleren machen wir noch da an die Seiten. Jetzt habe ich hier auf die Matten habe ich das auch nochmal aufgeklebt. Beziehungsweise gemalt. Damit ich nachher, ich klebe das jetzt erstmal so als Viereck quasi drauf, damit ich das dann nachher rausmachen kann, damit das auch gleichmäßig wird. Ich hätte das jetzt schon im Vorfeld machen können, aber das meistens sieht das immer nachher ein bisschen komisch aus. Also versuche ich diesmal, dass ich nachher erst drauf mache. So. Die andere Seite da auch noch mit drauf. Und dann kann man das vernünftig andrücken. Das waren die schmaleren Teile. So. So, dann haben wir jetzt soweit. Dann gehen wir mal hin, gucken mal hier. Haben wir einen Schnitt von oben, der irgendwie ein bisschen schief geworden ist, aber das ist nicht schlimm. Oder? Du hast doch ein bisschen schlimm, Leute. Da habe ich mich ein bisschen verschnitten. Das ist natürlich jetzt nichts geworden. So, neuer Versuch. So, das sieht schon besser aus. Dann gehen wir mal hin, kleben hier noch ein bisschen was drauf. So. Dann kommen wir das hier rein. Hätte man natürlich auch direkt aus einem Stück hier machen können mit dem Knauf, aber ich mache es jetzt erstmal aus mehrere Teile. Da kann man noch so ein bisschen die Reststücke verwerten. Da bin ich wieder ein bisschen geizig. So. Gucken wir mal hier. Ja, passt das. Ja. Machen wir da auch wieder eine gute Ladung drauf. So. Ich habe das dann quasi auf einer Seite hier jetzt so ein bisschen überlappend gemacht, damit man das nachher besser wegschneiden kann, und auf der anderen Seite hier.
Das ist dann besser, als wenn ihr dann beides auf derselben Seite habt. Das ist immer so ein bisschen blöd, das sieht man dann die Schneidkante nicht so gut. Das ist immer so ein bisschen, naja, nicht so optimal. So, das Ganze lassen wir jetzt ein bisschen abkühlen. Dann gehen wir hin, schmirgeln hier noch ein bisschen was drüber. So, dann haben wir das jetzt hier soweit. Dann gehe ich mal gucken. Ja, ist soweit okay. Dann das hier so ein bisschen ab. Einmal von der einen, einmal von der anderen hier so ein bisschen. So, mal gucken. Das Ganze ist jetzt noch ein bisschen dick. Also das heißt dick. Dann gehen wir jetzt hin. Ja, so ein 45 Grad Ding da rein. Kennt ihr ja schon. Ein bisschen, wer schon ein paar Videos von mir gesehen hat, weiß das ja, wie ich das mache. Ich glaube, der Griff wird ein bisschen ovaler statt rund, aber ich gucke jetzt mal, dass ich ihn schön nicht so dick mache, damit man den nachher gut greifen kann. Das sieht schon mal gut aus. Dann werden wir das Ganze jetzt noch so ein bisschen schleifen, also nochmal mit Schmirgel drüber. So Leute, geschliffen haben wir jetzt. Das sieht noch nicht so toll aus, aber das ist nicht schlimm, weil da kommt Bleiband drüber. So, jetzt muss ich aber noch mal ein bisschen schleifen. So, dann gehe ich wieder hin, mache hier so eine 45 Grad Schnitt rein. Das ist dann, damit der Anfang von dem Bleiband nicht so weit übersteht. Also so ein paar Millimeter, je nach Dicke von dem Bleiband. Ihr seht ja, ungefähr so, ich schätze mal so 5 mm ungefähr sind das. Dann ist der Übergang was sauberer. So. Das machen wir dann auf beiden Seiten, damit das Ding auch ein bisschen Gewicht kriegt. Schauen wir mal. So gehen. Das könnt ihr dann nämlich auch noch durch den Heißkleber, den er drauf macht, mit der Bleiband, wird das alles noch ein bisschen, dann könnt ihr das noch ein bisschen mehr zusammen. Dann wird das noch ein bisschen griffiger. So, dann macht er erstmal an einer Stelle so ein bisschen. Gucken, ob das gut verklebt ist. Und daran müsst ihr nachher ziehen können. Also ein bisschen antrocknen lassen. Dann nehmt ihr von der Rolle immer gut ein Stück runter oder wie was auch immer nehmt. Also ich hole immer meistens so 50 Meter Rollen. Also kleine Rollen, das lohnt sich einfach nicht mehr. So, das haben wir ja soweit. Da könnte man theoretisch in der Zeit, wo das was antrocknet, könnte man schon mal so ein bisschen hingehen. Und schneiden das Ganze hier schon mal so ein bisschen zurecht. Ja, erstmal, ja, da habe ich mir schon wieder am Finger was verkokelt. Wie gesagt, da müsste man ein bisschen aufpassen, wenn er mit Heißkleber was macht. Gestern, wo ich mir den Finger verbrannt habe, habe ich noch nicht mal eine Brandblase gekriegt. Ich mache mir langsam ein bisschen Sorgen, Leute. So. So, das haben wir jetzt schon mal hier so die Teile rausgeschnitten.
Und hier diese Einkerbungen, die machen wir dann gleich mit dem Lötkolben, dass das ein bisschen hübscher aussieht. Hier die Sachen, da werden wir noch ein bisschen nachher drüber schleifen. Ein bisschen kann man schon mal wegschneiden. So. Ja. Naja, so das Gröbste schon mal, den Rest schleife ich gleich dann weg. So, dann gehen wir jetzt hin. Machen erstmal einmal hier komplett rund. So ein bisschen schon so ein paar Zentimeter wieder Heißkleber drauf. Wie gesagt, kann man mit Pateks machen, aber wie gesagt, ich mache es mit Heißkleber. Man kann das nämlich noch so ein bisschen enger kriegen, dass der Griff ein bisschen besser zu greifen ist. Wie gesagt, der wird diesmal so ein bisschen oval. Der war ja vorher rund, aber ich denke mal, das wird der Griffigkeit keinen Abbruch tun. So. So, das Ganze ziehe ich immer noch so ein bisschen da rein in die Rille, damit das nachher besser hält. So, dann gehe ich mal hin, schneide noch ein Stück mehr ab. Hier so Fitze, damit man nachher dann immer noch ein bisschen für das Abschneiden ist besser. So, bleiben brauchen wir keins mehr. Das ist hier noch drauf. Gehen wir mal auf Seite. Gehe ich hin, tue noch ein bisschen die Enden hier ein bisschen verkleben. Wie gesagt, könnt ihr dann mit Pateks machen oder halt mit Heißkleber, wie ihr mögt. So. Hauptsache die Enden sind gut verklebt und der Rest könnt ihr auch immer genug drauf tun. Wenn ein bisschen was rausquillt oder übersteht, geht ein bisschen mit der Spitze der Heißklebepistole drüber und dann ist das auch gut. Nur wie gesagt, ihr müsst dann aber aufpassen, bei Latex ist das kein Problem. Bei Flexi-Paint habt ihr halt auf diesem Heißkleber, der ist so glatt, da hält das Flexi-Paint nicht drauf. Da müsst ihr halt dann nochmal so eine ganz dünne Schicht Pateks dann drüber tun. Und dann hat sich das Problem auch gelöst. So, jetzt haben wir den Griff. Knauf ist auch so halbwegs fertig. Den Rest den machen wir dann gleich. Dann gehen wir jetzt hin und gucken mal. Jetzt habe ich mir diese verdrehten Teile schon mal so ein bisschen zurechtgefrickelt. Und zwar habe ich hier so eine Schräge reingemacht. Jetzt gucken wir mal, ob ich das halbwegs dahin kriege. So wie ich mir das denke. So, mal schauen. Na ja, jetzt versuchen wir mal. Und zwar die Schräge halt, damit die Anklebefläche größer ist. Da ich jetzt nicht hier nochmal separaten Parier machen will und einfach quasi das Verdrehte hier dran klebe, muss man dann halt mal gucken, wie das funktioniert. Das Ganze, das machen wir glaube ich auf beiden Seiten. So, mal schauen. Obwohl, weiß man nicht so ganz, ob das eine gute Idee ist, schon beide Seiten, aber wir versuchen es einfach mal. Mal gucken, was bei rauskommt. Ich hoffe nur, dass das nachher weitgehend gleich auf beiden Seiten ist. So. Sieht schon mal aus irgendwie so wie die Hörner hier von einer Ziege oder irgend sowas. Naja gut, das Ganze lassen wir jetzt ein bisschen abkühlen, weil da muss ein bisschen, kommt Zucht dran durch das Rumdrehen. Gucken wir mal, wie weit das hier schon ist. Das Teil ist schon mal gut. Dann geht er schon mal hin, sucht euch ein bisschen tieferen Punkt und schneidet das quasi hier dann ab. Können da noch ein bisschen Heißkleber drüber, aber normalerweise ist das schon mal gut. So, jetzt haben wir quasi bald alles dran. Wie gesagt, ich glaube, ich werde schon mal den Lötkolben, wenn ich den finde. Na, hier haben wir ihn. Das haben wir auch. Gibt ja nichts über eine geordnete Unordnung. Ne? Vorbereiten, außer so ein bisschen Kleinkram tue ich eigentlich meistens nicht für die Videos. So, sieht alles ziemlich wüst aus, aber ihr glaubt ja nicht, wie bei mir im Bastelzimmer manchmal aussieht. Aber naja, das ist was anderes. So.
Dann können wir hingehen. Machen wir das hier schon mal. Mal schauen, ob das nachher aussieht. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen anders machen sollen, aber mal schauen. Schauen wir mal, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Naja, so richtig rund ist es nicht geworden. Dreht, na gut, das liegt daran, weil ich es so ein bisschen verdreht gemacht habe, aber hey, sieht knuffig aus, hat ein bisschen was von einem Herzen. So. Hat wirklich was vom Herzen, oder? Was sagt er? So ein bisschen schon, ne? Ist mal eine andere Form. Damit kann man seine Liebe für seinen Gegner ausdrücken. So, mal gucken. In der Hand liegt das schon mal gut. So. Damit kann man arbeiten. Ja, ist okay. Wie gesagt, das Gedrehte sieht wirklich so ein bisschen aus wie ein Herz. Aber hey. Ich weiß nicht, kann man das so sehen? Ich finde das lustig. Wie gesagt, ich hätte es vielleicht ein bisschen anders kleben sollen, so wie hier. Aber ich glaube, das lasse ich. Irgendwie hat das was. Hat auf jeden Fall Wiedererkennwert. Björn wird mich zwar wahrscheinlich erschlagen, wenn er das Video sieht, wie ich das Ding gemacht habe. Aber hey, muss ich ja mitleben, Leute. So, Heißklebepistole brauchen wir nicht mehr. Kann man ausstecken. Auf Seite. So, dann schauen wir mal. Den Heißluftföhn müssen wir nachher auch noch mal benutzen. Damit wir das Ganze noch glätten können, bevor wir dann anfangen, darum zu pinseln. Den tun wir hier runter. So, dann schauen wir mal, wie das Ding hier geworden ist. Ich glaube, die Linien hier werde ich noch so ein bisschen verlängern. So, schon haben wir den Knauf soweit. Sieht doch schon mal ganz schick aus. Aber ich glaube, da machen wir noch ein bisschen was hübscher. Ich denke mal, für ein bisschen was Improvisiertes kann man damit arbeiten. So, dann glätte ich hier auch noch so ein bisschen. Dann brauche ich blöd mit dem Heißluftföhner nicht drüber gehen. Und noch was. So. Dann gehen wir noch ein bisschen über die Klinge drüber. So, das Ganze ist jetzt soweit geglättet. Jetzt muss ich dann nachher natürlich gucken beim Latexen, dass ich hier an den Stellen richtig gut dick drauf mache, dass das alles vernünftig hält. Könnte man jetzt noch ein bisschen Fliegengitter so dran machen zur Stabilisation, aber davon sehe ich jetzt mal ab. Wenn man dick genug das Latex drauf macht, an den Stellen passiert da so schnell auch nichts. So, dann haben wir das Ding jetzt soweit fertig. Dann schauen wir mal. Dann können wir jetzt eigentlich anfangen zu pinseln. So Leute, das ist jetzt der erste Teil von der Reparatur von Katzbalger für den Björn. Ich hoffe, das Ganze sieht soweit ganz okay aus. Mal abgesehen, dass das jetzt so ein bisschen aussieht wie ein Herz, ne? Aber ich finde die Idee geil. So, Kreuz und so ist auch okay. Griff kann man auch vernünftig packen. Ja, dann denke ich mal, wenn da Farbe und noch so ein bisschen was zum Aufhübschen drauf kommt, dass das Ding ganz passabel wieder aussieht. Ne? Ich glaube, das hat sich dann wieder gelohnt. Aber das sehen wir dann im nächsten Teil, wie es dann aussieht, wenn es fertig ist.
Ich hoffe, das erste Teil jetzt vom Katzberger Reparieren hat euch gefallen. Likes, Kommentare, vor allen Dingen Abos. Leute, wenn ihr guckt, ruhig auch abonnieren. Ne? Ihr wisst, Abos kosten nichts, auf jeden Fall nicht bei mir. Würde ich mich echt drüber freuen, dass wir jetzt mal langsam die ersten 100 zusammenkriegen. Dann sehen wir uns im nächsten Teil oder in einem meiner nächsten Projekte, wovon ich schon wieder einige in der Mache habe, aber das kann halt noch ein bisschen dauern. Nächstes Wochenende sehen wir uns dann mit den nächsten Sachen. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns. Bis dann.